Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum schönsten Tag der Woche, zum Spieltag von Real Madrid. Heute Abend um 21:30 Uhr bestreiten die Königlichen ihr erstes Auswärtsspiel dieser Saison bei Real Oviedo. Und gestern hat uns La Liga gezeigt, dass kein Konkurrent unterschätzt werden darf. Was ich damit meine, erkläre ich euch natürlich in dem Video. Ja, aber wenn ich auf mein Skript schaue, kann ich euch so viel versprechen. Wir unterhalten uns nicht nur über das Spiel über Oviedo. Ich möchte mich unter anderem mit euch über The Goat, über CR7 unterhalten. Aber auch über Starbucks. Dann aber, macht euch keine Sorgen, natürlich auch eine Menge über das Spiel. Xabi Alonso hat gestern in der Pressekonferenz über Franco Mastantuono, über Arda Güler, über mögliche Transfers, über Vini etc. geredet. Dann mache ich am Ende, wie ihr es wollt, natürlich auch gerne meine Aufstellung für das Spiel heute Abend. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, gestern habe ich euch bewiesen, warum nicht Typico Angst vor mir hat, sondern ich Angst vor Typico. Denn gestern in meinem Video habe ich noch so verkündet, die 3 Meisterschaftskandidaten sollten dieses Wochenende keine großen Probleme haben, Siege zu holen, weil alle 3 gegen Aufsteiger spielen. Denkste, direkt Atletico Madrid trennt sich von Elche mit 1:1 und lässt im zweiten Spiel zum zweiten Mal Punkte liegen. Atletico Madrid hat nach 2 Spieltagen einen Punkt, ist schon ein bisschen in der Tabelle nach runtergefallen. Wer ganz oben an der Tabelle ist zurzeit der FC Barcelona. Aber auch die haben sich gestern sauschwer getan. Sie haben gegen Levante in der Nachspielzeit mit 3:2 gewonnen, nachdem sie 2:0 hinten waren. Also man sieht, keine Mannschaft in La Liga ist zu unterschätzen. Ich hoffe, das waren genügend Warnsignale an Real Madrid, damit sie heute von Anfang an Gas geben. Vor allem, wenn man eine Statistik bedenkt. Die letzten 4 Auswärtsspiele von Real Madrid bei Oviedo hat Real Madrid nicht gewonnen. Also, das nächste Warnsignal. Ich hoffe, unsere Jungs sind heute von der ersten Minute an konzentriert. Und ich hoffe natürlich, dass wir die 3 Punkte holen. Wir müssen am FC Barcelona dranbleiben. Und ein kleiner Abstand vor Atletico Madrid ist nie schlecht. Ja, ich habe euch versprochen, ich möchte mich mit euch unter anderem heute über CR7, The Goat, Cristiano Ronaldo unterhalten. Ja, Cristiano Ronaldo hat gestern eine unglaubliche Marke gebrochen. Dieser Mann ist ein lebendes Guinness-Buch der Rekorde. Ich glaube, ich habe so Bilder gesehen, Statistiken, bevor Cristiano Ronaldo Fußballer wurde, wer alle Statistiken angeführt hat und dann Bilder, nachdem Cristiano Ronaldo noch aktiver Fußballer ist. Ich hoffe, er erreicht seine 1000 Tore, würde mich riesig freuen. Auf jeden Fall, welche Statistiken er alle anführt. Ja, und gestern hat er mal wieder Geschichte geschrieben. Er ist der erste Spieler, der in 5 verschiedenen Mannschaften über 100 Tore geschossen hat. Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, Al-Nassr und die portugiesische Nationalmannschaft. Es gibt Spieler, für die schaffen in ihrer gesamten Karriere als Stürmer vielleicht gerade einmal 100 Tore. Und dieses Biest, dieses Monster der Natur, schießt in 5 verschiedenen Mannschaften über 100 Tore. Der hat bei Real Madrid mehr Tore als Spiele. Also, für mich, auch wenn man jetzt noch die Longevity dazu nimmt, für mich mit Abstand der beste Fußballer, der je auf diesem Planeten war, Cristiano Ronaldo. Und ich glaube, er wird nicht aufhören, bis er weitere Rekorde bricht und auch die 1000-Tor-Marke. Also, Unglaubliches, was der Portugiese mal wieder erreicht hat. Ja, wie komme ich von Cristiano Ronaldo jetzt zu Starbucks? Also könnt ihr mir gerne einen Übergang in den Kommentaren lassen. Ich mache es mal eher plump. Ja, warum möchte ich mit euch jetzt über Starbucks reden? Vor allem ist das ein Geschäft, mit dem ich so überhaupt nichts zu tun habe. Denn ich trinke nie in meinem Leben Kaffee. Ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht 3 Kaffee getrunken. Ja, aber wenn ich schon darüber rede, muss es irgendwas mit Real Madrid zu tun haben. Ihr habt recht. Gestern hat das größte Starbucks Spaniens
im Santiago Bernabéu eröffnet mit über 900 Quadratmetern und die Schlangen, die waren unglaublich lang. Das ist einer der Läden, der dafür sorgen wird, dass Real Madrid 365 Tage im Jahr Geld verdient mit dem Santiago Bernabéu. Das ist ja der Masterplan von Florentino Perez. Bis vor ein paar Jahren hat Real Madrid im Santiago Bernabéu nur an Spieltagen Geld verdient. Wenn Real Madrid ein Heimspiel hatte, wie oft kam das im Jahr vor? 30 Mal im ganzen Jahr. Jetzt arbeitet Real Madrid natürlich daran, dass sie 365 Tage im Jahr Geld verdienen mit dem Santiago Bernabéu, neben dem unglaublichen Museum mit den 3D-Effekten, Halogen etc., dem Drachen, der da lang fliegt etc. Also wirklich ein Erlebnis ist es, das Real Madrid Museum zu besuchen. Gibt es natürlich auch den Real Madrid Shop über 2 Etagen. Auch der Wahnsinn, was man alles findet. Ich als Madridista verliere mich da gerne auch mal eine Stunde oder 1,5. Ja, und jetzt hat das Starbucks eröffnet. Jetzt kriege ich auch endlich mal meine Frau in Santiago Bernabéu. Vor allem, was mich begeistert hat, in der oberen Etage, dass man dann auch auf das Santiago Bernabéu schauen kann. Also für mich geht das Herz immer auf. Ich werde definitiv dieses Starbucks, glaube ich, das erste Starbucks, was ich je in Spanien besuchen werde. Ja, aber nicht nur das Starbucks, das hat schon eröffnet, auch eine Sushi-Bar kommt ins Santiago Bernabéu. Ich kann euch noch nicht sagen, wann die eröffnet wird und wie die Preise werden, denn Sushi ist ja an sich schon nicht günstig. Aber im Santiago Bernabéu, glaube ich, bezahlst du auch ein bisschen für das Erlebnis. Aber ihr seht, das Konzept, das Santiago Bernabéu entwickelt sich weiter und inzwischen werden immer mehr Läden eröffnet. Wie gesagt, alles gute Nachrichten für den Madridismo. Wobei ich natürlich mit einem Fußballstadion nicht unbedingt eine Kaffeestube verbinde, aber man muss mit der Zeit gehen. Und vor allem finde ich, Kaffee ist auch eine relativ gute Idee, weil morgens früh fängst du dann schon an, Geld zu scheffeln. Also Florentino Perez weiß schon, was er macht. Ja, jetzt genug zu den anderen Themen. Konzentrieren wir uns jetzt eher auf die Mannschaft und auf das Spiel heute gegen Oviedo. Wie gesagt, Real Madrid trifft auf 2 alte Bekannte, auf einen Santi Cazorla, der bei Oviedo inzwischen eine Legende ist, aber auch auf Rondon, der uns mit Pachucas bei der Club-WM noch eine Menge Kopfschmerzen gemacht hat. Der hat nach 7 Minuten eine rote Karte gegen Asensio rausgeholt. Also Osasuna hat schon ihre Waffen. Wie gesagt, Real Madrid muss aufpassen. Und eine der Fragen, die ein Xabi Alonso bei der Pressekonferenz gestern bekommen hat, ist, ob ein Vinicius unantastbar ist. Denn ein Xabi Alonso hat letzte Woche in der Pressekonferenz gesagt, bei mir ist kein Spieler gesetzt, jeder muss sich seinen Platz erarbeiten. Und deshalb wurde er gefragt, ob Vini denn gesetzt ist. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer zusammen an. Ich wollte Sie nach Vinicius fragen. Seine Statistiken sind in letzter Zeit ziemlich niedrig. 0 Tore und 0 Assists in den letzten 5 Spielen. Sie haben neulich gesagt, dass hier niemand gesetzt ist. Ist Vinicius für Sie gesetzt? Nun, ich habe das ja neulich schon gesagt, dass der Kontext der Weltmeisterschaft ist ein bisschen anders. Wir haben erst ein Spiel hinter uns, also die Statistiken. Man muss sie mit Vorsicht genießen und alle Spieler sind wichtig. Ich zähle auf sie alle. Und seitdem wir den Kader nominieren, bis wir die Startelf auswählen, kann es jeder sein, der wichtig für die Mannschaft ist. Und wenn ihr mich fragt, das waren eine Menge Worte, aber in den ganzen Worten habe ich keinmal gehört, dass Vini unantastbar ist. Dieses Prädikat unantastbar gibt es anscheinend unter Xabi Alonso wirklich nicht. Jeder muss sich seinen Platz erarbeiten. Auch ein Vini muss wieder dran ziehen. Und ich glaube, das ist genau das, was Vini braucht. Denn das, was ein Vini ausgemacht hat, selbst in den Jahren, wo er noch die Bälle reihenweise am Tor vorbeigeschossen hat, trotzdem war er damals mein Lieblingsspieler von Real Madrid. Weil er das vermittelt hat, was ich und viele Madridistas von unseren Spielern sehen möchte. Kampf bis zum Ende, hasta el final, bis zur letzten Minute. Vinicius, der um seinen für Real Madrid spielt, für den es wo es für Madrid quasi eine Ehre ist, dass er für uns spielt, der Ballon d'Or, den er verdient hätte, versteht mich nicht falsch. Aber ich finde, Xabi Alonso macht es richtig. Wir brauchen den Vini zurück, der das Feuer in den Augen hat, der alles dafür gibt, dieses Trikot zu tragen. Ja, meine Meinung, eure könnt ihr, wie gesagt, dazu gerne in den Kommentaren lassen.
Ja, eine weitere Frage, die sehr interessant war. Das Übersetzungsprogramm ist nicht so toll, aber ich erkläre es euch. Xabi Alonso wurde gefragt, ist der Transfermarkt für dich geschlossen? Wie sieht's aus? Ein Rodrigo, ein Ceballos, die wollen ja eventuell noch gehen. Planst du mit allen Spielern oder könntest du dir vorstellen, dass Real Madrid sich noch verstärkt? Und hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Hallo Fernando Burgos, Onda Cero. Bis zur Börsenschließung verbleiben Ihnen noch 9 Tage. Halten Sie den Kader für komplett oder würden Sie sich einen Mittelfeldspieler wünschen? Und wenn wir von Rodrigo Ceballos sprechen, über viel geredet, halten Sie Abgänge und Zugänge für beschlossen? Ich bin zufrieden mit dem Kader, den wir haben, aber man muss in unserem Kontext immer vorbereitet sein, falls es irgendwelche Veränderungen gibt, was dann passieren wird. Aber ich bin zufrieden mit dem Kader. Ja, und das, obwohl das Übersetzungsprogramm nicht so toll war, glaube ich, wir Madridistas haben trotzdem verstanden, was der uns sagen will. Da war kein bisschen zu hören, ja, der Transfermarkt ist zu, was auch immer. Er hat das perfekt umschrieben, er hat gesagt, ich bin mit dem Kader zufrieden, aber man muss immer auch für Möglichkeiten offen sein. Und ganz ehrlich, das hat mir schon das Gefühl vermittelt, Xabi Alonso möchte noch eine Verstärkung und falls Rodrigo geht, würde er das vielleicht gar nicht mit so schlechten Augen sehen oder einem Dani Ceballos. Ich wollte eigentlich heute nicht darüber reden, weil ich eine Menge Themen habe, aber Dani Ceballos hat gestern dieses Bild geliked. Von sich und Anthony in einem Trikot von Betis Sevilla. Wie gesagt, die Tür von Real Madrid steht offen, Dani Ceballos. Bring ein Angebot rein, reduziere dein Gehalt, geh nach Betis Sevilla, aber Real Madrid braucht dann definitiv meiner Meinung nach noch einen Backup für Arda Güler. Oder ein Thiago Pitac und ein Manuel Angel kommen beide in die erste Mannschaft. Dann würde sich aber ein Arbeloa mit Castilla freuen, denn der möchte so gerne in die zweite Liga aufsteigen und braucht natürlich auch diese Spieler. Ja, wie dem auch sei. Sorry, ich habe gerade hier mein gesamtes Inventar umgehauen, weil ich immer mit den Händen rede. Selber schon. Naja, wie dem auch sei, das waren nicht die einzigen Fragen bei der Pressekonferenz. Eine dritte habe ich mir noch rausgesucht, weil ich die auch sehr interessant finde. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Psyche des Menschen. Und zwar wurde Xabi Alonso gefragt, wer wird die Freistöße bei Real Madrid schießen? Mehr oder weniger? Oder bei welchem Spieler er irgendetwas Besonderes gesehen hat? Hören wir uns mal die Frage und hören wir uns die Antwort von unserem Trainer zusammen einmal an. Ich wollte dich nach einem Aspekt fragen, der in deinem vorherigen Team Bayer Leverkusen wichtig war, die Freistöße, die direkten Freistöße. Wenn du einen Spieler wie Grimaldo hast, über den du vor ein paar Jahren ein Detail erwähnt hast, nämlich dass er einen kleinen Fuß hat und den Ball sehr gut trifft. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim Real Madrid einen Spieler gibt, der dich in dieser Hinsicht auch überrascht hat und ob du diesen direkten Freistößen ebenfalls Bedeutung beimisst und viel daran arbeitest. Danke. Wir konnten daran bisher noch nicht allzu viel arbeiten, aber es gibt definitiv Spieler mit sehr viel Qualität, oder? Arda führt Standards sehr gut aus, Trent bringt den Ball bei ruhenden Bällen ebenfalls sehr gut. Franco ist da auch ziemlich stark, oder? Sowohl bei Ecken als auch bei direkten Freistößen führt er sie gut aus. Kylian hat vergangene auch einige ausgeführt. Das heißt, wir konnten noch nicht daran arbeiten, weil uns noch einige Dinge fehlen. Aber gut, den kleinen Fuß entscheide ich nicht. Das ist eben die Genetik, die sie haben. Und dann die Schussqualität, die sie mitbringen. Aber wir haben auf jeden Fall viele Optionen. Ja, bei Leverkusen hatten sie halt diesen Spezialisten, den Grimaldo, der die Dinger auch wirklich überragend geschossen hat. Aber ich habe eben gesagt, man sieht auch so ein bisschen in die Psyche des Menschen. Denn ganz unbewusst hat Xabi Alonso mit dieser Antwort meiner Meinung nach die Rangfolge der Freistoßschützen bei Real Madrid mehr oder weniger offenbart. Es ist kein Zufall, dass der Erste, der in seinen Kopf gesprungen ist, deshalb sage ich ja, die Natur des Menschen, Arda Güler war, der einen guten Fuß hat. Danach kam Trent Alexander-Arnold, danach ein Franco Mastantuono, der schon relativ oben in der Rangliste ist. Man sieht, dass dass Xabi Alonso begeistert von dem Argentinier ist. Das Ass etc. Viele gehen auch davon aus, dass der heute von Anfang an spielt. Werden wir mal gleich in meiner Ausstellung sehen, ob ich das genauso sehe. Ja, wie dem auch sei. Und dann kommt noch ein Kylian Mbappé. Aber ich glaube, ein Xabi Alonso hat mehr oder weniger unterbewusst die Reihenfolge der Freistoßschützen gesehen. Ich würde diese Freistoßreihenfolge sofort unterschreiben. Denn ja, ich habe viele Freistöße von Arda Güler auch schon im Training gesehen. Bei Fenerbahce etc. auch. Der Junge hat einen begnadeten Fuß. Ich sage ja, wir haben wieder einen
Freistoßspezialisten. Das gleiche gilt auf der anderen Seite für Trent Alexander-Arnold, was der für Tore für Liverpool gemacht hat vom Freistoß. Also unglaublich, mich freut das. Wir haben 2 Freistoßwaffen, egal von welcher Seite der Freistoß ist. Ja. Wie dem auch sei, das waren die Fragen, die mich am meisten interessiert haben zu dem Spiel heute Abend gegen Oviedo. Wie gesagt, Real Madrid muss höllisch aufpassen. Barcelona und Atletico Madrid haben uns gestern gezeigt, warum. Ja, und jetzt, bevor ich das Video beende, kommen wir zu der Kategorie, die euch so sehr gefällt. Und zwar die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, gegen so eine Mannschaft wie Oviedo, die ich heute sehr defensiv erwarte, musst du als Trainer natürlich Lösungen finden. Und ich nenne euch die Lösungen, die ich heute versuchen würde. Also im Tor würde ich erstmal nichts ändern. Thibaut Courtois wäre mein Torwart. Dann würde ich mit dieser Hybrid-Aufstellung spielen. Mit 3-5-2, 5-3-2, wie auch immer man das nennen möchte. Weil ich gegen Oviedo 2 sehr offensive Außenverteidiger haben möchte, die beide viele Flanken reinbringen. Daher, bei mir, meine Innenverteidiger, da würde ich tatsächlich nicht spekulieren. In der Innenverteidigung brauchst du erstmal eine Stabilität. Wir haben zu 0 gespielt, never change a winning team. Dienhausen und Eder Militao haben das top gemacht und die beiden würde ich in der Innenverteidigung starten lassen. Mein rechter Verteidiger, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht einen Dani Carvajal nehme, weil der ja auch defensiv arbeiten kann, aber nein. Heute brauchst du einen begnadeten Flankengeber, deshalb mein rechter Verteidiger Trent Alexander-Arnold. Links könnte man tatsächlich überlegen, ob man einen Fran Garcia spielen lässt. Sehr offensiv, bringt auch viele Flanken, aber die Qualität der Flanken gefällt mir nicht. Deshalb würde ich einen Álvaro Carreras weiter als linken Verteidiger spielen lassen. Vor allem ist er auch sehr offensiv. Letzte Woche die meisten Pässe im letzten Drittel von allen La Liga-Spielern. Also Álvaro Carreras bleibt in der Startelf. Dann ein Tchouaméni, der selber entscheidet, lässt er sich zwischen die Innenverteidiger fallen oder geht er ins Mittelfeld. Auf der 6 ein Aurélien Tchouaméni. Dann im Mittelfeld würde ich Fede Valverde und Arda Güler im Vergleich zu letzter Woche tauschen. Ich würde ein Fede über links lassen, einen Arda über rechts. Ein Arda hat auch bewiesen, dass er sehr viel nach hinten arbeitet. Das heißt, auch er kann einem Trent Alexander-Arnold den Rücken frei halten. Und wie gesagt, vor allem glaube ich, gegen so geschlossene Abwehrreihen ist ein Arda Güler, der von links reinziehen kann und schießen kann, oder ein Fede Valverde, der von links reinziehen kann und reinschießen kann. Habe ich bei Arda falsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Auch eine Waffe, die du immer brauchen kannst. Deshalb würde ich die Rollen vertauschen. Ja. Dann haben wir noch den Sturm und ich glaube, ich würde heute tatsächlich was ändern. Mein linker Flügel wäre heute Kylian Mbappé. Ganz einfach, man könnte auch für einen Vini oder einen Rodrigo argumentieren, aber Kylian Mbappé ist in so einer Topform, ist der Leader dieser Mannschaft. Real Madrid funktioniert gerade meiner Meinung nach rund um Kylian Mbappé, deshalb würde ich den Franzosen auf jeden Fall drauf lassen. Linker Flügel ist meiner Meinung nach seine beste Position. Mein linker Flügel wäre heute Kylian Mbappé. Mein rechter Flügel wäre heute, Trommelwirbel, Franco Mastantuono. Der Junge hat mir gegen Osasuna gefallen. Der Junge hat einen begnadeten linken Fuß, öffnet, kann den Ball gefährlich in die Mitte flanken. Also ich würde heute tatsächlich den Argentinier starten lassen. Und mein Stürmer wäre heute Gonzalo Garcia. Ganz einfach, viele Flanken, du brauchst einen Strafraumstürmer, einen, der auch mal einen Kopfball da vorne gewinnt, gegen eine geschlossene Abwehr. Deshalb wäre mein Stürmer heute Gonzalo Garcia. Ja, das wäre meine Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen, seid nicht zu hart zu mir. Aber wenn ihr schon mal in der Kommentarspalte seid, drückt auf Like, teilt dieses Video und lasst ein Follow da. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich kann euch noch nicht versprechen, ob es heute Abend einen Live-Watch-Along gibt. Zu Hause werde ich das nicht machen, die Internetverbindung, das kriege ich nicht hin. Aber ich suche noch nach Alternativen. Sollte ich eine finden, werdet ihr das eine halbe Stunde vom Anstoß merken. Also, wir sehen uns eventuell heute Abend, aber mit Sicherheit morgen. Bis dahin. Allah Madrid!